Heute geht es um Kameras. Intro. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Ebenenstil. Mein Name ist David Knospe und ich rede heute ein bisschen über Kameras. Über ein paar davon habe ich schon geredet. Hier meine schöne Diskettenkamera. Ich stelle mal was zur Seite. Das ist übrigens Charlie. Sag hallo Charlie. Meine analoge Kamera habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Findet ihr alles in der Videobeschreibung, wenn ich dran denke. Sogar hierüber habe ich schon Videos gemacht, über meine kleine Spielzeugkamera. Da habe ich so Shootings mitgemacht. Findet ihr auch in der Videobeschreibung. Worüber ich noch nicht so viel geredet habe, sind meine anderen Kameras. Derer an der Zahl 4. Wenn ihr jetzt sehen könnt, sind 3. Und die eine, mit der ich filme. Ja, und ich dachte, ich rede mal ein bisschen drüber, weil die Kameras haben sehr viel mit meiner Entwicklung als Fotograf und als YouTuber und allem eigentlich zu tun. Ja, genau. Also, fangen wir erstmal hiermit an. Achso, ja, eigentlich gehört hier mein Handy noch dazu, aber damit filme ich sehr, sehr selten. Aber warum, kommen wir gleich zu. Ich lege es mal dazu. Aber fangen wir hiermit an. Die Sony Alpha 58. Meine allererste Kamera. Ja, also meine allererste Fotokamera. Ich hatte mal als 16-Jähriger, glaube ich, oder 15-Jähriger, 14, 15, hatte ich mal eine Videokamera mit Hi8 Kassetten. Das weiß ich noch. Habe Wayne's World nachgemacht. Naja gut, gut, dass es das nicht digital gibt. Ja, mein erster Fotoapparat war die Sony Alpha 58. Die habe ich mir damals angeschafft, weil ich filmen wollte, weil ich YouTube machen wollte. Das war lange her. 2012, 12, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich eine Kamera haben, die im Niedrigpreissegment anfängt und mir die Möglichkeit gibt, sowohl Fotos zu machen als auch zu fotografieren. Damals hatte ich mit Fotografieren gar nichts am Hut. Ich hatte keinerlei Interesse dran. Ich wollte einfach eine Kamera haben, mit der ich filmen kann. Am liebsten mich. Das vorher mit meinem Handy gemacht. Das war das iPhone 4. Und das sah richtig scheiße aus. Ja. Und dann habe ich ein paar Magazine gewälzt. Und damals war es so, dass Canon und Nikon in ihren Einsteigermodellen, also Einsteigermodelle sind, glaube ich, so 300 bis 400 Euro, kein Autofokus beim Filmen hatten. Das heißt, man musste die Kamera scharf stellen, so dass man dann davor, also die Kamera hat nicht automatisch scharf gestellt beim Film. Und da ich mich kenne und sehr genau weiß, dass ich erstens sehr viel rumzappel und zweitens wahrscheinlich dann jedes Video unscharf wird, wollte ich eine Kamera haben, die das nicht hat. Und damals hat Sony gesagt, ja komm, wir versuchen es mal mit Spiegelreflexkameras, beziehungsweise mit einer Art Nicht-Spiegelreflexkamera. Normalerweise ist, ich kann das mal aufmachen, wir können mal ein Video drüber machen, hier ist normalerweise so ein Spiegel, der quasi das Bild vom Sucher nach vorne durch die Linse leitet. Das heißt, bei einer normalen Spiegelreflexkamera seht ihr quasi durch die Linse durch. Und Sony hat das gelöst, indem sie da einen halbdurchlässigen Spiegel gemacht haben, der quasi beim Film gar nicht aufgeht, sondern beim Film klar wird und deswegen kann Autofokus. Warum genau, keine Ahnung. Aber das war damals so richtig verschrien, weil es dann hieß, ja, es ist keine Spiegelreflex und ohne Spiegel ist es kein richtiges Fotografieren. Spoiler, heutzutage haben fast keine Kameras mehr Spiegel, weil alles digital ist. Aber damals war das ein Riesenaufschrei in der Digital-Kameraszene, bla bla bla. Nichtsdestotrotz habe ich mir diese Kamera geholt und ich war mega happy damit. Es hat so viel Spaß gemacht. Und durch meinen Vater bin ich dann eher in die Fotografie-Richtung gerutscht. Weil mein Vater ein sehr großer, also mein Vater hat schon immer gern fotografiert. Generell alle männlichen Knospes haben
sehr, sehr gern fotografiert. Ich war so die einzige Ausnahme, ich habe das alles doof gefunden. Und beim Vater war ich dann auf einem Fotografie-Event von Kevin Hollywood und Benjamin Jaworski. Und die beiden haben so ein bisschen gezeigt, was für eine Art von Fotos sie machen. Und Kevin Hollywood so mit riesen Blitzanlage für mehrere 10.000 Euro und einem Typ in einem geilen Batman-Kostüm. Richtig, richtig aufwendig und cool. Und es war in einem Kino, das weiß ich noch. Und die haben dann ein Foto gemacht und das Foto wurde dann direkt an die Wand geschickt. Und Kevin Hollywoods Foto war mega cool, weil wir halt Equipment für was ich kein Schwein leisten kann. Richtig cool, war interessant, wirklich cool. Aber ich habe mir damals gesagt, ja, nee. Dann kam Benjamin Jaworski, hat sich mit seiner, ich weiß gar nicht mehr, was für eine Kamera es war, aber einer sehr günstigen Kamera, auch so Einsteigermodell mit einem Nifty 50, hingesetzt, hat so eine Couch geholt, hat einen Kumpel draufgesetzt, hat dann gesagt, ja, setz mal hin mit der Schreibtischlampe so ein bisschen ihn angestrahlt und hat sich auf den Boden gelegt, hat ein Foto gemacht und dieses Foto ist so krass geworden. Man sieht so die Kinolichter im Hintergrund unscharf mit Bouquet, ihn scharf und es ist einfach ein cooles, richtig geiles Foto gewesen. Und damals habe ich gedacht, ey, der hat gar nichts gebraucht dafür. Das will ich, das kann ich auch, das will ich auch, das will ich auch. Und dann habe ich mich halt ein bisschen eingelesen und dann mir meine Sony-Kamera gekauft. Am Anfang mit dem Standard 16 bis 35 mm Objektiv, Blende 2,8 bis 5,6 oder 3,5, keine Ahnung. War cool für Fotos machen, aber ich wollte halt dieses Bouquet haben. Und das Bouquet kriegt man nur, für die Leute, die es nicht wissen, mit einer offenen Blende. Und offene Blenden fangen erst bei so 2, 4 irgendwas an. Und dann ein bisschen geguckt. Und dann habe ich mir mein erstes Nifty 50 gekauft. Das ist, so nennt sich das Objektiv, was quasi für alle Hersteller gibt. Das ist 50 mm 1,8er Blende. Die kosten so, ich glaube neu, um die 100 Euro. Ich habe es damals bei eBay Kleinanzeigen für 50 Euro. Ich weiß noch, dass ich auf einer Geschäftsreise geholt habe in Hagen und damals eine gute Freundin noch besucht habe und jetzt mittlerweile wohne ich ja hier in der Nähe, aber das war halt so. Da habe ich mir das geholt und da hat dann die Leidenschaft fürs Fotografieren angefangen, weil da hat es Spaß gemacht. Und da habe ich entdeckt, dass ich gerne Menschen fotografiere. So. Dann ist diese ganze Sache mit YouTube und Filmen und mich vor der Kamera setzen und ist so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Und das hat dann vor 3 Jahren wieder ein bisschen mehr angefangen. Habe ich mich ein bisschen mehr dafür interessiert, vor allem für Videoschnitt. Habe ich mich früher sehr viel interessiert, so After Effects etc. Und jetzt wollte ich das mal richtig lernen. Dann habe ich gesagt, dann kannst du auch was filmen. Dann habe ich mich dann damit auseinandergesetzt und habe dann eigentlich relativ, also ich habe mit dieser Kamera sehr, sehr viele Shootings gemacht und sehr, sehr viele tolle Fotos, was beweist, dass es kommt nicht auf die Kamera an, wie gut ein Foto ist. Also diese Kamera wird Ewigkeiten mein Schatz sein. Mittlerweile habe ich sie in meiner Fotobox verbaut, aber es ist immer noch meine Lieblingskamera. Und dann bin ich umgestiegen auf die Sony Alpha 7R. Vollformat. Also APS-C-Sensor, das heißt kleiner Sensor. Ich kann das ja mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, wahrscheinlich nicht, aber so, dann kriege ich den Spiegel hier rumgeklappt. Hier kriege ich. So, die Größe des Sensors. Der hier ist fast doppelt so groß wie der. Fast 3-mal so groß. Ein größerer Sensor bedeutet mehr Licht und vor allem mehr Information. Und mehr Information bedeutet bei einer Kamera bessere Auflösung und schärfere Bilder und etc. Und auf die Kamera bin ich eigentlich umgestiegen, weil ich dann erstens mehr filmen wollte und weil das Fotografieren ich dann auch zum Gewerbe gemacht habe. Und dann wollte ich halt eine richtig gute Kamera haben, Vollformat. Ich habe damals gekauft. Und war happy. Also das größte Problem war hierbei, dass meine Objektive nicht mehr gepasst haben. Dann habe ich mir so ein 50 mm 1,4er Objektiv relativ günstig gekauft. Da gibt es einen Adapter für das unterschiedliche Anschlüsse. Das würde jetzt zu weit führen. Aber da habe ich mir dann das gekauft und habe damit eigentlich sehr, sehr viel Fotos gemacht und gefilmt und bin eigentlich bis heute noch dieser Kamera eigentlich alles zu verdanken, was ihr auf diesem Kanal seht, ist diese Kamera, die ich auch noch heute sehr gern zum Filmen benutze. Die hat halt so ein paar Macken, was das Filmen angeht. Die wird sehr schnell heiß und lauter so Sachen. Aber ich habe mit der Kamera so viel gemacht, das ist echt mega krass. Dann kam die Kamera, mit der ich gerade filme, das ist eine Sony Alpha 7 III, also Mark III. Und das ist halt ein Biest.
So, ich kann 4K aufnehmen, ich kann 120p, 120 Frames per Second aufnehmen. Alles super, alles toll und gibt eigentlich nichts dran rumzumeckern. Ist einfach ein mega Biest an Kamera und macht mir mega Spaß. Da habe ich dann irgendwann mein Lieblingsobjektiv jetzt gekriegt und habe jetzt ich glaube, über Objektive machen wir mal ein eigenes Video, weil das ist relativ viel. Heute geht es wirklich um Kameras und was ich damit verbinde. Also das hier war so zum Lernen und Großwerden. Das hier war zum Hörner abstoßen und ja, wachsen. Und die andere ist jetzt quasi zum Austoben. Auch wenn jetzt in Corona-Zeiten das ein bisschen schwierig ist. Irgendwann habe ich mal dann dazu mir eine GoPro geholt. Ich weiß gar nicht mehr welche. 3, 4, ich weiß es nicht. Und bin hauptsächlich so für Shooting-Videos. Bin jetzt auf die DJI Action umgestiegen. Habe ich auch mal ein Video gezeigt. Diese Action-Kameras haben aber das gleiche Problem, was ein Handy hat. Das wissen viele nicht oder das realisieren viele nicht. Was bei sowas flöten geht, wenn ihr mit sowas aufnehmt oder mit dem Handy aufnehmt, das komplette Bild ist scharf. Was per se nicht schlecht klingt, weil man sieht alles schön scharf. Aber ihr kriegt kein Bokeh wirklich hin. Also es gibt dann zwar Apps und Filter, die das so ein bisschen machen, aber so dieses natürliche Bokeh, dass der Vordergrund scharf ist und der Hintergrund unscharf, kriegt ihr halt damit nicht hin. Deswegen filme ich gerne damit, weil erstens sie ist klein. Die DJI Action hat den Vorteil, sie hat vorne einen Bildschirm, das heißt ich kann umschalten, das heißt ich sehe, wenn ich damit rede. Und die kann ich halt überall hinhängen. Die mache ich in einen kleinen Gorilla-Pod und kann die dann bei einem Shooting da mal in die Wiese stellen, da mal in die Wiese stellen. Ist wasserfest, das heißt, wenn die irgendwo mal nass wird, ist auch nicht schlimm. Bei dem Shooting-Video mit der guten Jenny Wood habe ich sie auch noch ins Wasser gefallen, weil das Stativ umgefallen ist. Macht ja auch nichts aus. Und ja, dafür ist es super. Allerdings ist dauerhaft Videos damit filmen schwieriger, weil ich finde es nicht so schön, wenn der Hintergrund nicht unscharf ist, wenn dieses Bokeh nicht da ist. Weil das bringt, fürs Auge ist es schöner, es sieht professioneller aus, ein bisschen, und ich finde, es gibt dem Ganzen Tiefe. Und das kriegen die kleinen Kameras halt nicht hin, oder Handys. Also eine Handykamera, auch 4K mittlerweile alles und super Aufnahmen und Slow Motion und mega krass dafür, dass es so klein ist. Ich habe aber die Photokina, ich glaube die Photokina war es, habe ich mit einem iPhone und einem Gimbal gefilmt. War cool, hat Spaß gemacht, aber ja, danke liebes Handy. Ja, es sieht halt nicht so schön aus, finde ich. Aber das ist Geschmackssache. Also das ist ja jetzt auch kein Werbevideo mit was für eine Kamera ich gekauft habe. Es geht nur so drum, was ich habe und warum ich es habe und was ich damit mache. Also Aufnahmezweck mit der großen Kamera ist ja jetzt irgendwie klar, weil ich filme ja gerade damit. Das hier ist in meiner Fotobox. Die hier benutze ich meistens als Zweitkamera, wenn ich irgendwie zwei Winkel haben möchte und ganz viel Langeweile habe und einfach ganz viel schneiden möchte. Dann nehme ich die. Die würde ich auch nehmen, wenn ich shooten gehen. Also mein Plan wäre es, wenn Corona ein bisschen vorbei ist, was jetzt im Moment nicht so aussieht, aber wenn Corona ein bisschen milder geworden ist oder wir bessere Maßnahmen haben oder sonst was, wenn es wieder möglich ist, gefahrlos zu shooten und das Wetter es auch zulässt, würde ich gerne die Kamera auf meinem DJI Ronin Gimbal drauf haben und dann einen, der um mich und das Model rumläuft und filmt. So, dann kriegt man eine kleine Einweisung und zeigt ihm so ein bisschen. Da ist zwar, würde zwar für das hier dann meinen 16 bis 35 mm Blende 4 benutzen, aber das reicht. Also da muss nicht viel mit Untiefenunschärfe, aber das Bild ist halt knackenscharf und ist halt richtig gut und du kriegst halt rum. Das haben wir halt hiermit sehr oft gemacht und damit hat es auch schon gut funktioniert und ich glaube mit der Kamera wird es noch besser. Muss man nur einen Kameramann finden, beziehungsweise ich habe das schon immer im Auge. Den oder sie ein bisschen einweisen, wie das geht und dann
jetzt mal sehr schöne Backstage-Aufnahmen. Und die kann man ja immer noch irgendwo hinstellen. Also ich finde, je mehr Abwechslung bei sowas ist, was Blickwinkel und sonst was angeht, ist immer spannend. Ja, das sind eigentlich meine Kameras. Wie gesagt, die Spielfraktion in Anführungsstrichen ist auch schön und ich liebe meine Analogkamera und ich freue mich schon drauf, wenn wieder besser wird, als damit mehr rumzulaufen. Und die anderen wirklich toll aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinen Kameras. Ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss alle 3 Jahre eine neue Kamera, weil bla 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 und bla bla bla. Erstens mal sind die Dinger schweineteuer und zweitens mal ist der Unterschied nicht mehr so riesig groß für das, was ich tue. Also wenn ich jetzt als Videograf sehr viel gebucht werden würde, wäre das natürlich was anderes, dass man dann sagt, man investiert. Aber meine Sony Alpha Mark III 7 Mark III ist mega krass, mega bies und ich reiz das nicht mehr ansatzweise aus. Ja, das ist eigentlich so. Eigentlich wollte ich nur mal über meine Kameras reden, weil ich meine Kameras so liebe. Und ja, ich mag Sony. Das hat damit zu tun, dass ich mit der angefangen habe. Wegen Autofokus und Zeug. Und ja, da bin ich dabei geblieben. Weil erstens kann ich Objektive benutzen, zweitens ist die Marke cool und hat mich bis jetzt nicht enttäuscht. Und drittens ist so. Also Canon, Nikon, auch mega krass, Fuji, alles geile Kameras. Aber ich bin halt Sony. Das ist halt so. Das ist aber nichts, wo ich sage, ich mag diese religiösen Sachen an, religiösen, fanatischen Sachen an. Ich mag nicht, wie Leute manchmal so religiös fanatisch an solche Sachen rangehen, weil es ist eine Kamera, die macht Fotos und da ist scheißegal, ob das Sony, Canon oder Nikon draufsteht. Wenn der Fotograf da hinten dran und das Model nicht gut arbeiten und keinen guten Job machen, dann ist die Kamera auch scheißegal. Deswegen, ja, habt ihr mal so einen kleinen Einblick. Ich habe keine Ahnung, ob das jemand interessiert und wahrscheinlich rede ich jetzt schon viel zu lange und keiner hat mir zugehört oder alle haben abgeschaltet. Aber so ist es, dafür kriegt ihr einen wunderschönen Outtake kurz vor der Endcard und in dem Sinne würde ich sagen, habt einen wunderschönen Tag. Schönen Sonntag, Montag, Dienstag, wann immer ihr das hört. Nächste Woche Sonntag ein neues Video hier auf dem Kanal und freitags kommt der Funko Friday. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss. Corona-Frisur ist nur eine Corona-Frisur. So. Heute geht's um.